Servus, schön, dass du da bist. Heute dreht sich alles um eine Zutat, die in keiner Küche fehlen darf, den ultimativen Helfer für Suppen, Eintöpfe und Soßen, den Suppenwürzer. Verzichte bewusst auf Fertigprodukte, ganz ohne Chemie und künstliche Zusatzstoffe. Mit dieser einfachen Anleitung zauberst du dir deine ganz persönliche Würzmischung, die nicht nur lecker, sondern auch extremst gesund ist. Wir starten natürlich damit, indem wir unseren Arbeitsplatz einrichten mit einem ganzen Haufen an unterschiedlichen Gemüse. Bei der Wahl der Gemüsesorten bist du sehr flexibel und musst dich nicht unbedingt an das halten, was du bei mir sehen kannst. Es sollte natürlich gründlich gewaschen und sorgfältig von unschönen oder beschädigten Stellen befreit werden. Einzig beim Lauch zeige ich dir dies, denn dort ist es besonders wichtig, ihn gründlich zu reinigen, da sich die Erde oft in der obersten Schichten zwischen den Blättern versteckt. Und spüle ihn nochmal unter fließendem Wasser aus, genauso wie du es bei mir sehen kannst, um die versteckten Erdereste auch zu entfernen. Damit der Mixer etwas leichter hat, schneide ich etwa 1 cm dicke Scheiben ab. Noch ein kleiner Tipp am Rand, den etwa 3 cm langen Strunken könntest du jetzt in ein Glas Wasser stellen und mit etwas Geduld treibt dieser sogar neu aus. Dies klappt auch prima auf der Fensterbank, aber das mache ich heute nicht. Der klein geschnittene Lauch kann dann auch in eine Schüssel gegeben werden. Sellerie darf natürlich auch nicht fehlen, denn es hat natürliches Glutamat. Zuerst wird das untere Ende etwa 2 cm abgeschnitten und danach schneidest du die Stangen in etwa 2 cm dicke Scheiben. Nach dem Zerkleinern darf er sich zu dem Lauch gesellen. Fenchel passt auch perfekt in den Suppenwürzer, denn seine feine Anisnote verleiht eine besondere Tiefe und er ist außerdem reich an wertvollen Nährstoffen und gut für die Verdauung. Entferne dazu einfach nur den Strunken, das kannst du relativ gut auch erkennen. Und dann schneide natürlich auch diesen in kleine Stückchen, genauso wie du siehst bei mir. Auch Frühlingszwiebeln fügen sich ideal in den Suppenwürzer ein. Der milde aromatische Geschmack sorgt für eine angenehme Frische und sie sind natürlich auch voller wertvoller Nährstoffe. Nachdem die unschönen Stellen entfernt wurden, könntest du nun mit den Abschnitten genauso verfahren wie beim Lauch. Einfach in ein Glas Wasser und nach kurzer Zeit entsteht das Wunder und sie treiben neu aus. Nun gibt es 2 Paprikas, diese bringen eine natürliche Süße und auch kräftige frische Note in den Suppenwürzer. Sie sorgen nicht nur für einen intensiven Geschmack, sondern sind auch reich an Vitaminen und Oxidantien, ein echter Booster für jede Suppe und auch Soße. Zum Zerkleinern schneide die Paprika entlang der Einkerbungen ein, so lässt sie sich ganz einfach auseinanderbrechen, genauso wie du es bei mir siehst. Dann entferne den Strunken und auch die Kerne, dann wird sie natürlich auch in kleine Stückchen geschnitten. Nun gibt es noch ein Bund gelbe Rüben, denn diese verleihen dem Würze eine wunderbar natürliche Süße und eine sanfte, erdige Note. Sie bringen nicht nur geschmackliche Tiefe, sondern auch wertvolle Nährstoffe wie Beta-Carotine. Auch wenn du das Grün, das sogenannte Rübenkraut, verwenden kannst, schneide ich es heute ab, da das Grün bei mir nicht mehr ganz frisch ist. Und verwende nur die Rübe selbst. Dazu schneide sie in etwa 1,5 cm dicke Scheiben, um sie für den Suppenwürzer vorzubereiten. Die Sellerieknolle darf genauso wenig fehlen wie der Stangensellerie. Dieser wird mit Abschnitte der Wurzelansätze genauso klein geschnitten wie die restlichen Zutaten. Bewusst lasse ich die Schale an der Knolle, denn sie trägt nicht nur zu einem intensiveren Geschmack bei, sondern enthält auch viele wertvolle Nährstoffe, die beim Kochen dann in das Gericht übergehen. Außerdem spart man sich eine ganze Menge Schnipselei.
Nun gibt es noch ein wenig Kurkuma, denn dies ist eine wertvolle Zutat für einen Suppenwürzer. Er verleiht eine leicht scharfe Note und hält Kurkumin, das entzündungshemmend wirkt und sogar die Verdauung fördert. Vorsicht nur bei der Verwendung von Kurkuma, denn er färbt stark ab und kann alles, was es berührt, gelb färben. Da sind wir auch bereits beim Ingwer angelangt. Dieser ist ein absolutes Allround-Talent und zählt zu meinem Lieblingsgemüse. Mit seinem intensiven, scharf-süßen Geschmack verleiht er vielen Gerichten eine besondere Note. Doch nicht nur geschmacklich ist Ingwer ein Highlight, er hat auch viele gesundheitliche Vorteile, egal ob frisch, getrocknet oder als Ingwertee. Ingwer ist einfach immer eine gute Idee. Ich verwende ihn vollständig, auch mit der Schale. Guter Letzt kommt nun nur noch eine Pastinake hinein. Auch diese wird genauso wie die restlichen Zutaten klein geschnitten und mit Schale verwendet. Aber selbstverständlich, Knoblauch darf nicht noch fehlen, denn er ist ein absoluter Alleskönner. Aus den Gemüseabschnitten könntest du dir jetzt noch wunderbar eine Suppe oder ähnliches machen. Nun kommt das Gemüse natürlich portionsweise in den Mixer, um alles gleichmäßig zu zerkleinern und auch eine schöne homogene Masse zu erhalten. Wie wichtig es ist, einen Hochleistungsmixer wie diesen zu benutzen, wirst du spätestens dann feststellen, wenn du inzwischen einige Erfahrungswerte mit anderen sammeln durftest. Das Zerkleinern des Gemüses kann nämlich etwas mühselig sein, daher ist es wichtig, einen Mixer zu verwenden, der dafür gut geeignet ist, um alles effizient und gleichmäßig zu zerteilen. Genauso wie du es bei mir sehen kannst, das habe ich dir bei der Instant Gemüsebrühe nicht gezeigt, das siehst du jetzt aber. Ist es zerkleinert, gebe ich es zurück in die Schüssel. Nun wird das Gemüse einfach nur noch gewogen, zumindest ungefähr. Bei mir sind es mit Schüssel etwa 4,5 Kilo. So brauche ich für 100 Gramm Gemüse etwa 10 Gramm Salz. Und damit willkommen in meiner Vorratskammer. Mein Salz ist ohne Rieselhilfe, meist ist das Steinsalz, denn es kommt ohne künstliche oder chemische Trennmittel aus. Es ist die gesündere Wahl, insbesondere wenn du auf Zusatzstoffe verzichten möchtest. Du kannst das Salz ganz unkompliziert auf das Gemüse geben und dann, wie soll es anders sein, wird es natürlich vorsichtig untergehoben. Genauso wie du es bei mir siehst, vielleicht etwas kleckerfreier in einer großen Schüssel. Die Gemüsepaste kannst du nun in deine gründlich gereinigten und ausgekochten Einmachgläser geben. Es sollte nur nicht zu voll sein, sodass ungefähr 1 cm noch Platz ist zwischen Deckel und dem Rand. Und dann ist natürlich noch zu empfehlen, den Rand gründlich zu reinigen, sodass sich dort nicht irgendwelche Reste festsetzen können. Damit würde man Schimmel und auch Hefepilzen Einlass gewähren. Deckel drauf und so ist das Ganze nun mehrere Jahre haltbar. Wir haben das letzte Mal ein Glas gefunden, das war 2 Jahre im Vorratsschrank, ist nach hinten gerutscht und wurde nicht mehr gesehen. Immer noch genauso gut zu verwenden, weil Salz ein Konservierungsmittel ist. Genießen kannst du den Suppenwürzer nun als Zusatz für Suppensoßen oder ähnliches oder pur, genauso wie du es bei mir siehst. Denn das ist ein absoluter Bauchwärmer abends, wenn es so bitterkalt ist wie momentan. Hier siehst du die Feststoffe des Gemüses, das sich unten absetzt. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, pfiat's euch!